Sie war die jüngste Schwester von Kaiserin Elisabeth, verlobt mit einem König, bewundert und innerlich verloren. Ihr Leben führte sie von den Höfen Europas bis in ein Haus, das in Paris in Flammen stand. Dies ist die Geschichte von Sophie Charlotte, einer Frau, die zu spät ihren Platz im Leben fand. Sophie Charlotte in Bayern wurde am 22. Februar 1847 in München geboren. Ihr Geburtsort war das Herzog-Max-Palais, die Winterresidenz der Familie. Sie war das 9. von 10 Kindern von Maximilian Joseph in Bayern und Lodovica von Bayern, der jüngsten Tochter von Maximilian I. Joseph. Sophie Charlotte wuchs damit in einer Familie auf, die zugleich hochadlige Herkunft und vergleichsweise unkonventionelle Lebensformen vereinte. Wie ihre Geschwister verbrachte Sophie Charlotte den größten Teil ihrer Kindheit auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. Hier war das Leben freier als am Münchner Hof. Der Sommer gehörte der Natur, dem See, dem ungezwungenen Familienalltag. Die Wintermonate verbrachte man dagegen im Herzog-Max-Palais in München. Ab 1861, nachdem alle ihre Schwestern verheiratet waren, blieb Sophie Charlotte als einzige unverheiratete Tochter bei ihren Eltern in Possenhofen zurück. Herzog Max, wie Maximilian Joseph genannt wurde, galt als exzentrisch und unkonventionell. Er liebte die Jagd, begeisterte sich für Zirkusvorstellungen und pflegte eine tiefe Leidenschaft für Volksmusik. Seine liberalen politischen Ansichten hoben ihn deutlich vom konservativen bayerischen Hof ab. Für seine Kinder bedeutete das viel Freiheit, aber auch wenig feste Strukturen. Ganz anders war der Einfluss von Lodovica. Sie führte den Haushalt mit Disziplin und Pflichtbewusstsein und trug die gesellschaftliche Verantwortung der Familie. Nicht zuletzt wegen der angespannten finanziellen Lage bemühte sie sich früh darum, für ihre Töchter standesgemäße und vorteilhafte Ehen zu arrangieren. Ludwig II. Von Bayern verbrachte den Sommer 1866 mehrfach auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. Dort begann sich eine leise Verbundenheit zwischen ihm und seiner Cousine Sophie Charlotte in Bayern zu entwickeln. Was sie verband, war kein höfisches Kalkül, es war Musik, Poesie, Kunst und die Liebe zur Natur. Ludwig sandte Blumen und kleine Briefe von seiner Residenz auf Schloss Berg über den See nach Possenhofen. Aus der Distanz wurden Gespräche, aus Gesprächen Begegnungen. Sophie, musikalisch begabt, spielte Klavier, sang und trug Ludwig Stücke aus den Opern Richard Wagners vor. Für den jungen König wurde sie zur Inspiration. Der enge Kontakt blieb nicht unbemerkt. Herzogin Lodovica fragte den König offen nach der Ernsthaftigkeit seiner Absichten. Ludwig reagierte empfindlich. Zu diesem Zeitpunkt verband ihn bereits eine enge Beziehung mit seinem Adjutanten Paul von Thurn und Taxis. Sophie war für ihn eine vertraute Freundin, mehr nicht. Ludwig mied Possenhofen, Lodovica verbot ihrer Tochter den Kontakt. Doch die Briefe endeten nicht. Sie wurden heimlich weitergeschrieben. Im November 1866 beendete Ludwig abrupt die Beziehung zu Paul von Thurn und Taxis. Im Januar 1867 traf er Sophie auf 2 Bällen wieder. Am 22. Januar folgte der Paukenschlag. Während einer Vorstellung im Hoftheater holte Ludwig Sophie in seine Königsloge. Sie nahm neben ihm Platz. Noch am selben Tag wurde die Verlobung öffentlich bekannt gegeben. Der König erklärte, er liebe Sophie nun aufrichtig.
Die Sicherheit währte nicht lange. Schon bald zeigte Ludwig eine distanziert wirkende, teils verletzende Haltung, öffentlich unübersehbar. Im Mai 1867 lernte er den jungen Richard Hornig kennen. Zwischen beiden entwickelte sich rasch eine heimliche, innige Beziehung. Der Hochzeitstermin wurde verschoben, einmal, dann ein zweites Mal. Sophie schrieb dem König einen Brief und gab ihm sein Wort zurück. Kurz darauf wandte sich auch ihr Vater Maximilian Joseph in Bayern an Ludwig. Entweder Heirat oder Freigabe. Der König schrieb einen Abschiedsbrief. Die Verlobung war beendet. Die Auflösung der Verlobung mit Ludwig II. Von Bayern endete nicht leise. Sie löste einen öffentlichen Skandal aus. Hofklatsch und Spekulationen breiteten sich aus. Und Sophies Ruf nahm Schaden, sichtbar und dauerhaft. Die Trennung traf Sophie Charlotte in Bayern nicht nur gesellschaftlich. Bei der Nachricht soll sie in Ohnmacht gefallen sein. In den Tagen danach folgten Angst, Erschöpfung, tiefe Verzweiflung. Zeitgenossen beschrieben sie als bleich, zurückgezogen, innerlich erschüttert. Sophie zog sich vorübergehend aus dem Leben des bayerischen Hofes zurück. Sie suchte Schutz auf dem Familienanwesen in Schloss Possenhofen. Dort lebte sie abgeschieden, fern von Blicken, Gerüchten und Erwartungen. Es war ein stiller Rückzug und ein Versuch, sich selbst wiederzufinden. Einige Zeit später hatte Sophie im Fotoatelier von Franz Hanfstengel dessen Sohn Edgar kennengelernt. Wahrscheinlich kannten sie sich seit der Kindheit. Edgar kehrte gerade aus dem Ausland zurück. Durch Fototermine, Nachbestellungen und Besuche kamen sie einander näher. Sophie wusste, dass diese Liebe keine Zukunft haben konnte, und doch kam es, mit Hilfe zweier Hofdamen, zwischen Ende Juni und Mitte August zu geheimen Begegnungen. Jeder Schritt war riskant, denn niemand durfte erfahren, dass die ehemalige Verlobte des Königs ein Verhältnis mit einem Bürgerlichen hatte. Sophie stand erneut an einem Wendepunkt, zwischen Pflicht und Gefühl, zwischen Hof und persönlichem Glück. Und wieder sollte sie lernen, dass Entscheidungen, die im Verborgenen getroffen werden, einen hohen Preis verlangen. Nach der aufgelösten Verlobung suchte Herzogin Lodovica rasch nach einem neuen Heiratskandidaten. Die Schmach sollte vergessen werden und Sophie möglichst schnell wieder in sichere Bahnen gelenkt. Ihre Wahl fiel auf einen Vertreter des französischen Hochadels, Ferdinand von Alençon, ein Mitglied des Hauses Orléans, Enkel des letzten französischen Königs. Ein erstes Treffen wurde am sächsischen Königshof arrangiert. Ferdinand zeigte sich von Sophie sofort angetan. Bereits am 19. Juni 1868 bat er um ihre Hand. Nur wenige Tage später reiste er nach Possenhofen, um sich den Eltern seiner zukünftigen Frau vorzustellen. Am 28. September 1868 wurde Sophie Charlotte mit Ferdinand vermählt. Die Trauung fand am späten Nachmittag um 11 Uhr in der königlichen Kapelle von Schloss Possenhofen statt, jenem Ort, der Sophie Charlottes Kindheit geprägt hatte. Die Hochzeit war festlich gestaltet, der Saal geschmückt mit reichen Blumendekorationen. Ein Orchester begleitete die Zeremonie. Bei einem Bankett versammelten sich die zahlreichen Gäste. Es war eine Hochzeit ohne großen Glanz, aber mit der Hoffnung auf einen Neuanfang. Schon kurz nach der Trauung verließ das Paar Bayern. Nach Besuchen bei Verwandten reisten sie nach England, wo sie sich im Bushy House bei Teddington niederließen. Seit der Revolution von 1848 war es Mitgliedern des französischen Königshauses untersagt, Frankreich zu betreten. Das Leben im Exil war keine Wahl, es war eine Notwendigkeit.
Sophie litt unter dem englischen Klima. In einem Brief an ihre Mutter sprach sie von einer regennassen Finsternis, die sie umgab. Trotz allem begannen die Ehejahre harmonisch. Die erhaltenen Briefe Sophie Charlottes zeugen von Nähe und von echter Sehnsucht, wenn das Paar zeitweise getrennt war. Am 19. Juli 1869 wurde in Baschyhaus die gemeinsame Tochter Louise Victoire geboren. Am 18. Januar 1872 folgte in Meran der Sohn Philipp Emanuel. Sophie schien angekommen zu sein, als Ehefrau, als Mutter. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes betrat Sophie Charlotte erstmals französischen Boden. Die Familie ließ sich in Vincennes nieder, ein neues Zuhause, ein neues Kapitel. Doch das Leben, das hier begann, sollte ruhiger wirken, als es in Wahrheit war. Sophie hatte geglaubt, nun endlich ihren Platz gefunden zu haben. Doch die innere Unruhe, die sie seit Jugendtagen begleitete, war nicht verschwunden. In den frühen 1870er Jahren, Sophie Charlotte war Anfang 20, bereitete ihr Gesundheitszustand zunehmend Sorge. Sie litt unter depressiven Phasen, die sich mit den Jahren verstärkten. Ihr Ehemann reagierte fürsorglich. Er entschied, die Sommermonate regelmäßig in Bayern zu verbringen. Am Starnberger See, im Kreis ihrer Geschwister, blühte Sophie sichtbar auf. Im Jahr 1886, Sophie war 39 Jahre alt, erschütterte sie der Tod ihres ehemaligen Verlobten Ludwig. Kurz darauf erkrankte sie schwer an Scharlach und Diphtherie. Auf Anraten ihres Bruders Karl Theodor in Bayern begab sie sich in München in ärztliche Behandlung. Im Winter 1886/87, Sophie war 39 Jahre alt, verliebte sie sich in ihren behandelnden Arzt, einen Mann, der in den Quellen nur als Dr. Glaser erscheint. Er war ein Jahr jünger als sie, verheiratet und Vater von 3 kleinen Kindern. Wie fast 20 Jahre zuvor bei Edgar Hanfstengel stand Sophie erneut vor einem Abgrund. Doch diesmal ging sie weiter. Sie erklärte, ohne diesen Mann nicht mehr leben zu können und fasste einen Entschluss, der für eine Frau ihres Standes radikal war. Sophie Charlotte beabsichtigte, sich von Ferdinand scheiden zu lassen, um Dr. Glaser zu heiraten. Glasers Ehe wurde am 7. Juni 1887 geschieden. Sophie hielt an ihrem Plan fest. Für ihre Familie war dies nicht hinnehmbar. Im Juni 1887 wurde Sophie einem einberufenen Ärztekollegium vorgestellt. Das Urteil lautete Moral Insanity. Man erklärte, sie sei nicht mehr fähig, zwischen moralisch richtigem und moralisch falschem Verhalten zu unterscheiden. Die Konsequenz? Unterbringung in einem Sanatorium. Sophie war 40 Jahre alt. Auf Rat ihres Bruders Karl Theodor brachte Ferdinand Sophie in das Sanatorium Maria Grün bei Graz. Die Einrichtung stand unter der Leitung des Nervenarztes Richard von Krafft-Ebing und war auf sogenannte Abartigkeiten spezialisiert. Zur Behandlung gehörten strenge Überwachung und unter anderem das Übergießen mit Eiswasser. Briefe wurden abgefangen und an ihren Ehemann weitergeleitet. Trotz aller Überwachung gelang es ihr, mindestens 3 Briefe an Dr. Glaser zu schmuggeln. Antworten erhielt sie nicht. Im Dezember 1888, 1,5 Jahre nach seiner Scheidung, heiratete Glaser eine andere Frau. Nach 7 Monaten galt Sophie Charlotte als geheilt. Sie durfte das Sanatorium verlassen. Ihre Scheidungspläne waren vom Tisch. Im Januar traf sie in Wien wieder auf ihre Schwester, Elisabeth von Österreich. Ihre Nichte Marie Valerie notierte in ihrem Tagebuch: Tante Sophie, ganz und gar die Tante Sophie von ehemals, nur verjüngt, blühend, ruhige Heiterkeit, von Aufgeregtheit keine Spur.
Sophie Charlotte hatte gelernt, sich wieder zu fügen. Sophie Charlotte trat offiziell dem Dritten Orden des Heiligen Dominikus bei. Diese katholische Laiengemeinschaft widmete sich Gebet, Studium und den Werken der Barmherzigkeit. Innerhalb dieses Rahmens unterstützte Sophie katholische Missionen sowie Hilfsprojekte für Arme und Waise in Frankreich. Sophie beteiligte sich aktiv an zahlreichen Hilfsorganisationen, die sich in Frankreich nach dem Deutsch-Französischen Krieg drängenden sozialen Problemen widmeten. Im Mittelpunkt standen Kriegsopfer, Bedürftige und verwaiste Kinder. Der Bazar de la Charité war seit 1885 eine jährlich stattfindende Wohltätigkeitsveranstaltung in Paris. Sie diente der Unterstützung von Hilfsprojekten für arme und katholische Missionen. Die Ausgabe des Jahres 1897 fand vom 3. bis 6. Mai statt. Der Ort war eine provisorische Holzkonstruktion. Der Bau maß etwa 80 mal 13 Meter und war als mittelalterliche Straße inszeniert. Leinwandwände, ein strohgedecktes Dach, enge Gänge. Die Kulisse war dekorativ und hochentzündlich. Mehr als 1200 Besucher nahmen teil, vorwiegend Frauen der Pariser Haute Society. Am 4. Mai 1897 gegen 16:30 Uhr entzündete ein Angestellter ein Streichholz, um einen mit Äther betriebenen Kinematographen zu starten. Die Dämpfe gerieten sofort in Brand. Das Feuer breitete sich in Sekunden aus. Die Flammen griffen rasend schnell auf Leinwand, Holz und Dach über, enge Fluchtwege, verschlossene Türen. Innerhalb von weniger als 30 Minuten stand das gesamte Gebäude in Flammen. Sophie Charlotte war zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre alt. Sie arbeitete an einem Verkaufsstand, gemeinsam mit Ordensschwestern und jungen Helferinnen. Als das Feuer ausbrach, stellte sie die Sicherheit der anderen über ihr eigenes Leben. Sie wies Frauen und Mädchen an, sofort zu fliehen. Sie selbst lehnte Hilfe ab. Zeitzeugen überlieferten ihre Worte. »Geht schnell, kümmert euch nicht um mich. Ich werde die Letzte sein.« Sie half Menschen, zu den Ausgängen zu führen, blieb zurück und wurde schließlich eingeschlossen. Das Dach stürzte ein. 126 Menschen kamen ums Leben, überwiegend Frauen und Mädchen. Rund 200 weitere wurden verletzt. Sophie Charlotte kam vermutlich durch Rauchvergiftung und schwere Verbrennungen ums Leben. Ihr Körper war so stark verbrannt, dass eine Identifizierung nur durch eine zahnmedizinische Untersuchung möglich war. Ihr persönlicher Zahnarzt erkannte sie an charakteristischen Goldfüllungen und Brückenarbeiten. Der Sarg wurde in die Chapelle Royale Saint-Louis nach Détreux überführt, die Grabkapelle der Bourbonen. Dort fand sie ihre letzte Ruhe. Sophie Charlotte starb so, wie sie gelebt hatte, pflichtbewusst, still und im Dienst an anderen, nicht als Königin, nicht als Herrscherin, sondern als Mensch.